Willkommen bei Denim Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Achim, ich bin Calisthenics-Athlet und mein Ziel ist es, euch besser in dem Sport zu machen. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über ein Thema reden, das ich sage es mal in Fitnesskreisen oft besprochen wird, und zwar ob Calisthenics sinnvoll für den Muskelaufbau ist, beziehungsweise welche Vor- und Nachteile es da geben könnte, vor allem auch im Vergleich jetzt eben zum Training mit Gewichten oder mit Maschinen. Außerdem möchte ich heute auch ein bisschen in Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist, Muskelaufbau als einziges Ziel im Fokus zu haben oder ob man das nicht vielleicht ein bisschen überdenken sollte, und dazu werde ich nachher aber noch ein bisschen mehr sagen. Zuerst müssen wir uns jetzt mal anschauen, welche Kriterien dann überhaupt gegeben sein müssen, um einen Hypertrophie-Reiz, also für Muskelaufbau einen Reiz setzen zu können. Wissenschaftlich gesehen kann man da in 3 Mechanismen bzw. gibt es dann halt auch Mischformen davon unterscheiden. Und zwar ist das erstens eine hohe metabolische Belastung, also eine Muskelanspannung, die eine gewisse Mindestzeit überschreitet und auch eine gewisse Mindestintensität überschreitet und die durch diesen metabolischen Stress in der Muskelzelle und im gesamten Bewegungsapparat einfach dafür sorgt, dass ein Muskelwachstumsreiz erzeugt wird. Wissenschaftlich gesehen wäre das eine Anspannungszeit von ca. 40 bis 90 Sekunden bei einer Intensität von mindestens 60% des One-Rep-Maximums, also des Gewichtes, das ihr maximal einmal bewegen könntet. Dabei würden dann eher die langsameren Muskelfasern, also die Typ 1 Muskelfasern, stärker gereizt werden. Der zweite Mechanismus wären Mikrotraumata, die durch einen hohen Widerstand bei maximaler Dehnung auf der Zielmuskulatur entstehen und die dann einen Wachstumsreiz nach dem Training auslösen. Das gilt grundsätzlich als effektivster Hypertrophie-Mechanismus und die Belastungszeit wird dabei jetzt schon ein bisschen kürzer, die Intensität dafür aber ein bisschen höher. Vielleicht kennt ihr die Standardangaben, zum Beispiel, dass man zwischen 6 und 15 Wiederholungen für maximalen Muskelaufbau trainieren sollte. Das kommt davon, dass das ungefähr diesem Intensitätsbereich entsprechen würde. Hier würden jetzt dann schon schnellere Typ 2a Muskelfasern gereizt werden und die Belastungsdauer wäre ungefähr zwischen 12 und 40 Sekunden pro Satz und das Gewicht sollte zwischen ca. 70 und dann sagt ca. 85% des One-Rep-Maximums liegen. Der dritte Mechanismus, der einen Hypertrophie-Reiz erzeugt, wäre eine möglichst hohe Spannung, die durch möglichst hohe Lasten auf den Bewegungsapparat zustande kommt. Der Widerstand und die Intensität wäre hierbei jetzt am höchsten, dafür wäre die Belastungsdauer aber logischerweise dann auch noch geringer. Man spricht dann ungefähr von 1 bis 12 Sekunden Belastungszeit und bei einem Widerstand, der 85% des One-Rep-Maximums überschreitet. Hier würden jetzt dann eher schnellere Typ 2b Muskelfasern gereizt werden, und wenn man alle diese 3 Mechanismen anwendet in einem Training, dann würde man sozusagen alle Muskelfasertypen damit treffen können. Die ganzen Zahlenangaben sind hier natürlich nur ungefähr und teilweise auch schwer messbar, vor allem Calisthenics nicht so leicht messbar, aber ich glaube, ihr könnt euch daran recht gut orientieren und ich habe es nur gesagt, damit ihr ungefähr wisst, wovon ich spreche. Ihr braucht euch das jetzt also nicht auswendig merken. Alle diese 3 Mechanismen wirken für den Muskelaufbaureiz jetzt am effizientesten, wenn die Übungen immer bis zum maximalen Muskelversagen durchgeführt werden, also so, dass ihr wirklich keine Wiederholung mehr schafft oder die Übung gar nicht mehr halten könnt. Um jetzt bestmöglich Gesamtmuskelmasse aufbauen zu können, sollte man natürlich den ganzen Körper, also alle Muskelfasern des Körpers sozusagen, ans Limit bringen, mittels einer oder mittels mehrerer dieser 3 Methoden. Man sollte dann also alle Muskeln und aber auch alle Stränge eines Muskels, weil manche Muskeln bestehen ja, wie ihr wisst, aus mehreren Strängen, und bei verschiedenen Übungen werden verschiedene Stränge eher getroffen, an ein Limit bringen, um jetzt einen bestmöglichen Hypertrophie-Reiz auf den ganzen Körper setzen zu können. Dadurch ist dann natürlich eine gewisse Variation der Übungen nötig. Ich werde nicht nur mit 2-3 Übungen alle Muskelstränge an ein Limit bringen können, sondern ich brauche dann natürlich eine gewisse Variation im Training. Wenn du Muskeln aufbauen willst, musst du natürlich auch beachten, dass dafür die Ernährung stimmen muss. Das heißt, die Gesamtkalorienmenge muss erstmal stimmen, damit dein Körper überhaupt genügend Energie zum Muskelaufbau zur Verfügung hat. Und natürlich auch die Makronährstoffe, wie zum Beispiel die Proteinzufuhr, muss stimmen, und auch die Mikronährstoffe sollten passen, damit du eben optimal Muskeln aufbauen kannst. Darauf werde ich jetzt im Video aber nicht so detailliert eingehen, weil haargenau die gleichen Regeln gelten, egal ob ich jetzt mit Calisthenics oder mit Gewichtetraining oder sonst irgendwie Muskelmasse aufbauen will. Um das Thema jetzt ganz kurz anzuschneiden, kann man aber sagen, dass ihr mehr Kalorien als ihr verbraucht essen solltet, damit ihr Energie bereit habt, um Muskeln aufbauen zu können. Es sei denn natürlich, ihr habt jetzt eine hohe Fettreserve in eurem Körper, und dass ihr je nach Angaben bis zu ca. 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu euch nehmen solltet, damit auch genügend Protein für den Muskelaufbau zur Verfügung steht. Worauf ich jetzt genauer eingehen will, sind diese 3 Hypertrophie-Mechanismen, die ich gerade erklärt habe, und ob und wie ich sie im Calisthenics dann überhaupt ausreizen kann oder könnte. Dafür werde ich jetzt als Beispiel immer eine Muskelaufbauübung für den Bizeps hernehmen, weil ich jetzt natürlich nicht alle Muskelgruppen und alle Szenarien durchspielen kann. Was ich jetzt hier aber für den Bizeps sage, gilt natürlich auch für alle anderen Muskelgruppen.
Um jetzt eine hohe Belastung auf den Metabolismus, also auf den Stoffwechsel, den Muskeln ausüben zu können, muss ich eine gewisse Belastungszeit und auch natürlich eine gewisse Intensität überschreiten, damit der Reiz effektiv ist. Wenn ich jetzt meinen Bizeps also so trainieren will, dann könnte ich für Bizeps Curls ein Gewicht nehmen, von dem ich glaube, dass ich es zum Beispiel ungefähr 25 Mal schaffe und dann einen Satz machen, in dem ich so viele Wiederholungen wie möglich sind mache. Wenn ich dann ans Limit gehe, hätte ich diesen Mechanismus optimal ausgereizt. Wenn ich jetzt nur mit dem eigenen Körpergewicht trainieren wollen würde, dann könnte ich eine Übung wählen, bei der der Bizeps eben im Hauptfokus steht und bei der ich ebenfalls ca. so viele Wiederholungen schaffen würde. Das könnten zum Beispiel Klimmzüge im supinierten Griff sein, wenn ich stark genug bin, um so viele Wiederholungen zu schaffen. Ansonsten könnte ich aber zum Beispiel auch Bizeps Curls an den Ringen machen und mir die Seillänge so einstellen, dass ich gerade so viele Wiederholungen schaffe. Im Calisthenics gibt es immer die Möglichkeit, die Schwierigkeit durch verschiedene Parameter, so wie zum Beispiel das durch die Seillänge oder durch den Winkel bei einer Übung, zu verändern, so dass ich die Wiederholungsanzahl dadurch eben sehr gut beeinflussen kann. Es ist also, wie ihr seht, kein Problem, einen Reiz in diesem Intensitätsbereich auszuüben, egal wie stark oder wie schwach man ist. Um bestmöglich Mikrotraumata, die dann wiederum zu einem Muskelwachstumsreiz führen, zu erzeugen, sollte ich schon mit einem höheren Widerstand trainieren, dass ich dafür nicht so oft bewegen kann. Außerdem begünstigt eine hohe Spannung oder Dehnung in der Endposition diesen Mechanismus. Wenn ich mit Gewichten trainieren würde, könnte ich also zum Beispiel einen Bizeps Thruster für die Curls zur Hilfe nehmen, damit ich im unteren Bereich der Bewegung trotzdem nicht ausweichen kann. Um einen ähnlichen Reiz zu erzeugen, könnte ich mit dem eigenen Körpergewicht hier zum Beispiel Hephaestus Rows machen. Die Schwierigkeit kann ich dabei durch den Winkel und durch die Höhe an das jeweilige Level anpassen. Auch dabei herrscht sehr große Spannung am Umkehrpunkt und die wichtigsten Parameter sind sozusagen gegeben und ich kann den wichtigsten Hypertrophie-Mechanismus, wie ihr hier seht, auch mit dem eigenen Körpergewicht erzielen. Das könnte ich wie gesagt bei vielen anderen Übungen auch machen. Um also eine hohe mechanische Spannung auf den Bizeps ausüben zu können, könnte ich beim Training mit Gewichten zum Beispiel schwere Hammer Curls machen und das Gewicht jetzt wieder so wählen, dass ich nur noch sehr wenige Wiederholungen schaffe. Um jetzt einen ähnlichen Reiz mit dem eigenen Körpergewicht zu erzeugen, könnte ich jetzt je nach Level erleichterte One-Arm-Pull-Ups, normale One-Arm-Pull-Ups oder falls ich sogar davon schon viele Wiederholungen schaffe, erschwerte One-Arm-Pull-Ups machen. Dazu könnte ich zum Beispiel Gewicht dazu nehmen oder falls ich das nicht als Calisthenics gelten lassen will, könnte ich auch den Winkel des Körpers so verändern, dass es noch einmal schwerer wird. Auch diesen letzten Mechanismus kann man also mit seinem eigenen Körpergewicht vollkommen ausreizen. Wie ihr also seht, ist es nicht unbedingt ein Nachteil, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren, wenn man sich zu helfen weiß und wenn man auch über die Mechanismen und über die Muskulatur Bescheid weiß. Das sollte man ja sowieso, egal ob man jetzt mit dem eigenen Körpergewicht trainiert oder ob man mit Gewichten trainiert. Auch die vorhin angesprochene Variation und Bandbreite der Übungen, die nötig ist, um alle Stränge der Muskulatur zu reizen, kann ich im Calisthenics erreichen. Für den Bizeps gibt es da verschiedenste Übungen in verschiedenen Winkeln mit verschiedenen Griffen, genauso wie ich das auch beim Gewichtstraining variieren kann. Für alle anderen Muskelgruppen gilt dasselbe. Trotz allem muss man ehrlich sein und es gibt natürlich auch ein paar Unterschiede. Bei Übungen mit Gewichten kann ich zum Beispiel einfach mehr draufpacken, wenn ich mich steigern will, und die Übungsausführung und auch die Widerstandskurve bleibt genau die gleiche. Wenn ich jetzt die Last beim Training ohne Gewichte erhöhen will, dann muss ich dazu oft verschiedene Parameter, wie vorher zum Beispiel schon erklärt, den Winkel verändern, um es schwieriger zu machen, und das kann dann dazu führen, dass die Ausführung nicht mehr haargenau die gleiche bleibt und ich mich sozusagen öfter an eine neue Position gewöhnen muss. Jetzt könnte man sagen, das ist ein Nachteil, weil das Training dadurch komplizierter und schwieriger wird. Andererseits ist es natürlich aber auch gut, Variationen im Training zu haben und gesundheitlich gesehen ist das eigentlich ein Vorteil. Was aber bei einer gewissen Grenze ein Nachteil sein könnte, ist, dass ich im Calisthenics zum Beispiel den Winkel bei einer Übung, wenn ich sie viel schwieriger machen will, so stark verändern muss, dass es eigentlich schon wieder eine neue Übung ist, die dann die Muskelstränge und auch die Muskeln anders trainiert als vorher. Außerdem sind manche Calisthenics-Übungen nicht zu 100% durch die Muskulatur limitiert, sondern auch durch andere Faktoren, wie zum Beispiel durch die Koordination oder durch die Körperkontrolle. Das ist zwar einerseits ein Vorteil, weil diese Komponenten dadurch natürlich auch mehr geschult werden. Es kann aber ein Nachteil sein, wenn ich zum Beispiel bei manchen Übungen aufgrund der Körperkontrolle nicht ans komplette Muskellimit gehen kann und das könnte ich zum Beispiel teilweise beim Training mit Gewichten wahrscheinlicher als im Calisthenics. Deshalb kann es zum Beispiel sein, dass ich bei einer Übung, bei der ich nicht so sehr auf die Übungsausführung achten muss, eher ans Limit gehen kann, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Calisthenics-Übung mache, die die gleiche Muskelgruppe betrifft, aber bei der die Koordination zum Beispiel jetzt ein limitierender Faktor wäre. Es gibt jetzt also, wie ihr anhand dieser ganzen Beispiele seht, schon einige Unterschiede und ich könnte jetzt auch so ewig weiterreden und ewig viele Beispiele durchnehmen und es ist teilweise auch gar nicht ganz klar, ob die Unterschiede jetzt überhaupt ein Vor- oder ein Nachteil sind. Was aber auf jeden Fall ein Fakt ist, dass ich die wichtigsten 3 Hypertrophie-Mechanismen
auch mit dem Training mit dem eigenen Körpergewicht ausreizen kann, und ich kann zwar nicht immer genau die gleichen Reize, aber ich kann meistens gleichwertige Reize durch Training mit dem eigenen Körpergewicht setzen. Um jetzt wirklich 100% beim maximalen Muskelaufbau rausholen zu können, wird es ab einer gewissen Grenze aber wahrscheinlich trotzdem von Vorteil sein, weil man das Training mit Gewichten oder mit Maschinen zur Hilfe nimmt. Das ist ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes und niemand sagt das. Auch ich als Calisthenics-Athlet mache manche Übungen mit Zusatzgewicht, wie zum Beispiel Klimmzüge oder Dips, oder mache auch Übungen mit der Langhantel für den Unterkörper, einfach weil ich da die Partien teilweise besser ausreizen kann. Was ich jetzt aber oft als großes Problem sehe, ist es nur Muskelaufbau auf Kosten von vielen anderen als Ziel zu haben. Ich kann zwar im Calisthenics ab einem gewissen Limit, das übrigens viel höher liegt, als das die meisten denken, also eher erst wenn es dann in Richtung Profi-Bodybuilding geht, weniger Muskelmasse aufbauen, als wenn ich Übungen mit Gewichten machen würde. Dafür gibt es aber ganz viele andere Vorteile, die ich sonst nicht hätte. Für viele Leute, die Calisthenics trainieren, steht jetzt nicht der Muskelaufbau im Vordergrund, sondern eher die tatsächliche Leistungssteigerung bzw. auch die Körperkontrolle. Und das sind ja auch zwei Sachen, die sehr wichtig sind und die zu kurz kommen können, wenn ich nur Muskelaufbau als Hauptziel habe. Ein Gewichtheber zum Beispiel schaut auch darauf, wie er stärker werden kann, und wenn es dafür nötig ist, Muskeln aufzubauen, dann wieder Muskeln aufbauen, aber nicht umgekehrt. Man sollte also schauen, dass man die richtige Reihenfolge hat. Ich zum Beispiel will auch nur dann Muskelmasse aufbauen, wenn sie mir hilft, im Verhältnis zum eigenen Körpergewicht stärker zu werden. Ansonsten wäre es ja für mich ein Hindernis, das ich mir sparen könnte. Wenn du dich jetzt also vielleicht fragst, ob du mit Calisthenics anfangen solltest, weil du dir Sorgen machst, dass du dabei vielleicht nicht genug Muskeln aufbaust, dann kann ich dir Folgendes sagen. Erstens kannst du mit Calisthenics sehr gut Muskelmasse aufbauen, vor allem wenn du es darauf anlegst. Darauf anlegen musst du es aber beim Training mit Gewichten genauso. Und zweitens kannst du mit Calisthenics auch immer noch sehr gut Muskeln aufbauen, wenn du es nicht einmal nur darauf anlegst, sondern wenn du deinen Hauptfokus auf das Lernen von Übungen, die Kraft erfordern, legst, weil auch dazu wird Muskelmasse nötig sein, und auch wenn du das machst, wirst du automatisch Muskeln aufbauen. Außerdem wirst du dann noch viele andere Vorteile, wie zum Beispiel das Erlernen von neuen Übungen oder auch eine verbesserte Körperkontrolle haben. Abgesehen davon ist natürlich auch eine Mischform möglich, und viele Bodybuilder haben zum Beispiel trotzdem Körpergewichtsübungen drin, einfach weil viele Übungen wirklich sehr effektiv für den Muskelaufbau sind. Wenn du als Calisthenics parallel zu herkömmlichem Gewichtstraining ein Fitnesscenter machen willst, dann kannst du bei den meisten Übungen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum Beispiel kannst du statt manchen Brustübungen Liegestützvariationen in den Training einbauen oder zum Beispiel statt Schulterdrücken Handstand-Push-Ups machen. So hast du dann Übungen in deinem Trainingsplan, die dir genauso helfen, Muskeln aufzubauen, die dir aber zusätzlich noch dabei helfen werden, in Calisthenics besser zu werden und deinen Körper darauf vorzubereiten, nachher vielleicht auch schwierigere Übungen mit dem eigenen Körpergewicht zu meistern. Zum Glück ist es ja außerdem nicht so, dass man sich zwischen der einen und der anderen Sache entscheiden muss, sondern dass meistens beides vereinbar ist. Warum also so viele Leute immer noch ausschließlich mit Maschinen trainieren oder ausschließlich Übungen machen, die zwar dazu dienen, genau in der einen Übung besser zu werden, aber überhaupt keinen Vorteil in anderen Bereichen haben, verstehe ich sowieso nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Leute darüber nicht viel nachdenken und einfach nachmachen, was ihnen in den billigen Fitnesscentern vorgeworfen wird. Ganz abgesehen von der Leistung, Körperkontrolle und auch Gesundheit würde ich es immer noch in Frage stellen, wenn ich nur für Muskelaufbau trainiere, ganz einfach, weil das auch den Fokus im restlichen Leben außerhalb des Trainings vielleicht auf etwas nicht so Gutes legen könnte. Ich kann mich noch erinnern, ich selber habe zum Beispiel am Anfang auch nur darauf geschaut, ob ich jetzt mit dem Training Muskeln aufbaue, und das hat meinen Fokus eigentlich komplett verschoben, und ich habe die ganze Zeit nur auf mein Aussehen geachtet und auf Oberflächlichkeiten geachtet, und das hat meinen Gesamtfokus auch im Alltag, jetzt außerhalb vom Training, eigentlich auf etwas gebracht, das nicht so wichtig sein sollte. Abgesehen davon ist es ja eigentlich sowieso absurd, zuerst auf den Muskelaufbau und dann auf die Leistung zu schauen, weil es eigentlich komplett umgekehrt sein sollte und weil das Aussehen eigentlich sowieso immer der Leistung folgt. Das wird circa so, als wenn ich ein Auto, das innen und außen komplett durchgerostet ist, nur eine neue Karosserie verpasse, aber der Motor kann nicht fahren, anstatt dass ich zuerst mal einen neuen Motor kaufe, damit das Auto überhaupt fahren kann und dann sowieso noch Geld für die Karosserie übrig habe. Merkt euch also, das Aussehen und auch der Muskelaufbau wird automatisch dementsprechend stattfinden, wenn ich richtig trainiere und wenn ich kraftorientierte Übungen in meinem Training habe, was ja beim Calisthenics der Fall ist. So viel mal dazu, fassen wir das Ganze jetzt nochmal zusammen. Du kannst mit Calisthenics also Muskeln aufbauen, weil du die wichtigsten Parameter sehr gut erfüllen kannst. Zwar findet das manchmal in ein bisschen einem anderen Rahmen statt, als wenn du mit Gewichten trainierst, das muss aber nicht einmal heißen, dass es unbedingt schlechter ist. Außerdem solltest du eben sowieso in Frage stellen, ob es überhaupt gut ist, Muskelaufbau als einziges Trainingsziel im Fokus zu haben oder ob es da nicht vielleicht auch mehr gibt. Dazu könnten für dich unter anderem die Videos, die ich zu den Vorteilen und zu den Nachteilen von Calisthenics gemacht habe, oder auch andere Videos auf diesem Kanal interessant sein. Die Quellenangaben zu den Aussagen, die ich in diesem Video gemacht habe, findest du übrigens in der Videobeschreibung. Falls du noch Fragen oder Wünsche zu anderen Videothemen hast, kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir einen guten Überblick zu diesem Thema verschaffen habe können. Bis zum nächsten Mal.